Hallo, willkommen zum 4. Spieltag der EPP und heute spielen wir gegen DragoonofDoom, Downy, und diesen Namen ist bekannt. Auf jeden Fall zähle ich hier mit einem Team aus Mega Man Electric, Weevil, Rhyperior, Vaporeon, Scammery und Dactrio an. Und zur kleinen Info, das Vaporeon habe ich getauscht für einen Turbots, weil, keine Ahnung, mir gefällt es persönlich mehr halt so High-Paced Offensive, was ist in die Richtung, und Aquana war so ein random Buy, von wegen so, was kaufe ich jetzt, ich weiß es nicht. Naja, Aquana, das ganze dieses Mal eigentlich, ist nervig, habe ich weggegeben an TomDasBrot, also muss ich keine Sorgen machen, weil ich werde es in der Rückrunde gegen das Spiel und Mega Man Electric ist eigentlich ziemlich gut dagegen, kann man nicht widerlegen. So, auf jeden Fall hat er ein Throw, Electros, Arcanine, Tangrowth, Jirachi und Nidoking. Also auf jeden Fall war ich glücklich, dass er sein Mega nicht mit hatte. Bin mir nicht mehr so sicher, was er hatte, aber es war eins, was ich nicht sehen wollte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das Tangrowth ist eigentlich mehr oder weniger ganz solide gegen mein Team. Es gibt Dactrio, Aquana und Rhyperior. Das Throw, da war ich ein bisschen suspekt. Also, das mit Death, mit LV zum Beispiel, ist an sich auch schon sehr gut eigentlich. Hohe HP können problematisch werden. Jirachi war jetzt nicht mein größtes Problem. Electros war auch gefährlich für mich, also, hätte ich wirklich lange gedacht. Ist halt so ein Mon für mich, das übersehe ich öfters. Auch letzte Season so hatte ich auch gegen, wer war das? Gegen Ferrat, genau. Gegen sein Team, ja. Der hat ja auch einen Electros und das hat echt Probleme gemacht. Das kann ich mit ein paar risky Plays sehr gut outplayen. Aber das ist nicht der Rede wert, sondern konzentrieren wir uns jetzt auf diesen Kampf hier. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier meinen Dactrio geleadet und mit den Electros. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich irgendwas catchen. Er hat zwar gut catchen kann, Arcanine, Jirachi und Nidoking. Also ich switche einfach und dadurch der Flamethrower. Zum Glück habe ich einen Spidef-Scam, deswegen überlebe ich es mit weniger. Kein Dual-KO. Aber ich hatte jetzt auch keine Angst vor dem Burn gehabt, deswegen versuche ich ein bisschen raus umzustallen, ein bisschen zu gucken, ob vielleicht was predicted oder so. Und ja, ich habe hier Hebel auf meiner Aquana, deswegen kein Problem. So, dies ist jetzt ein längeres Hin und Her mit einem Flamethrower da, Flamethrower hier. Ich rooste mal nicht viel Spektakuläres, sonst viel ein bisschen Team erzählen. Ist ein Mega Man Electric offensive Live Orb, ich meine ein Scarf Rhyperior. Ja, und hier switche ich in Aquana rein. Nichts Besonderes, nicht live auch. Leftovers, Scammery, glaube ich auch Leftovers und Dactrio Sash oder Band, bin mir ganz sicher. Ja, ich hier Acid Spray und schön zu sehen Giga Drain. Ich meine, jetzt revealed es. Ich gehe auf meinen Electric und tanken Flamethrower. Was heißt tanken? Macht gute Schaden, aber er hat so eine gewischt, also muss ich mir keine Sorgen machen. Und hier mega entwickle ich mich und ja, ich habe halt gleich einfach vielleicht eine Extra-Attacke, hat er nicht gemacht. Braucht er nicht wirklich. Anscheinend, weil Giga Drain ist sehr gut das Team, wie man sieht. Also 3 Mons werden davon gut betroffen. Und ja. Da sieht man seine Absorb-Whip. Damit kann sehr gut mein Blut mir gegen einen Aquana und dann sieht Acid Spray von der Death. Es wird von 2 runter. Mit Absorb kommt einen schönen Boost, aber das Ding ist, neben Gabriel hat jetzt nicht die größte Recovery und mit dem Burn wird er langsam aber sicher viel Leben. Somit konnte ich jetzt mit Scammery ein paar Plays machen, so ein bisschen drum predikten, so ein bisschen roosten. Das Ding war halt, wenn er Giga Drain rausbekommt gegen irgendwann, ist er so gut wie voll eigentlich wieder. Und der Burn war ein bisschen unglücklich für mich, leider. Fand ich ein bisschen blöd. Eigentlich hätte ich jetzt noch ein, ja genau, hier. Ich hätte mehr Leben jetzt und so, aber ist nicht so schlimm. Hätte ich auch überleben können mit Scammery, glaube ich. Aber auf jeden Fall habe ich auch das Dash gelegt, bevor ich sterbe. Und ja, dass ich hier Drain probiert habe oder nicht geswitcht habe, war eigentlich sehr gut für mich. Wir konnten nicht wieder voll heilen und so. Hier einfach Magic rein. Volt Turn gedrückt.
kann man mit ein bisschen Intro Schaden machen. Man sieht sehr gute Def. Ja, also ich bin hier auf Appearing gegangen, dachte mir vielleicht einen Burn holen oder sowas. Könnte ziemlich gut sein dagegen. Und ja, er knockt oft jetzt meine Leftovers und ich gehe weiter auf den Scald, crit ihn. Ich weiß jetzt, also hat nicht wirklich gemettert, wenn man später sehen wird, denke ich jedenfalls. Weiß nicht, was er vielleicht vorhat oder so. Und Stormthrow macht er hier, ich verliere das zum Glück. Und ja, eigentlich nichts Spektakuläres. Es wäre sehr schön gewesen, hätte ich es jetzt rausnehmen können irgendwie. Aber so mit dem Scald hier, eigentlich sehr cool gewesen. Oder was heißt, wenn man den Scald rausnehmen war, hier Burn zum Beispiel, eigentlich sehr schön gewesen, aber das ist auch egal. Aber auf jeden Fall, vielleicht hier einfach hochheilen. Ganz normales Zeug. Ich protecte, um zu gucken, was für einen Move er benutzt. Man sieht Sleeper, oder? Also brauche ich jetzt eine Vorder für den Sleeper, oder? Und da habe ich hier meinen Mana-Track genommen. Oder ich. Nee. Ich hätte eine Misspredicted, so war das. Genau. Oder hab gehofft, er geht auf was anderes. So ein Gigadrin oder so. Hat er nicht gemacht. Hier bin ich am Fieber gegangen. Damit mein Mana-Track nicht mehr schläft. Meine ich jedenfalls. Ich irre mich nicht. Ja gut, so hier gehe auf Protect und zu gucken, was er macht. Ja, Earth Power, nichts Besonderes, kann ich damit auch hochwischen. Und ja, er switcht hier wieder aus dem Tank Road. Jetzt switche ich glaube ich auf meinen. Nee, ich habe Hebel genutzt, gut. Ja, bin mir nicht mehr ganz sicher. So, auf jeden Fall gehe ich jetzt in den Dark Trio. Ich wollte hier einen Sleeper catchen. Eigentlich schade, dass Dark Trio jetzt gestorben ist. Wäre natürlich ziemlich gut gewesen gegen Ende. Aber das ist auch egal. Auf jeden Fall kann ich hier mit dem Magic reingehen, einen Flamethrower abfeuern, ziemlich gut, wie man gleich sehen wird. Ja, 20%, ist wohl ganz okay. Die wollte wieder mehr machen, ich mache hier einen Moldswitch, man sieht 46%. Die wollte killen können, so Kopf vielleicht 55%, aber ist auch egal, das ist halt seine WoW. Hab bestimmt gerechnet damit, dass ich auf Marhira gehe, über einen Wild Charge von ihm und ich meine, ich werde jetzt Heal benutzen, genau. Leider ich keine Leftovers mehr habe, kann ich Wild Touch nicht überleben. Auf jeden Fall benutzt er Hero Wisp, weil er dachte, ich würde auf Hyperior wechseln, was auch ein ziemlich guter Play gewesen wäre eigentlich. So, auf jeden Fall, dadurch, dass ich halt nicht in Hyperior gegangen bin, konnte ich mein Hyperior mehr oder weniger noch retten. So, und jetzt, ja, Dry macht er. Ich habe gewischt, bin ich sicher, ich glaube ich wollte auf das nächste Mon springen, wobei, ne, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ist auch egal, jetzt könnte mir Nightflix reinkommen, mit Flamethrower das einfach aus dem Spiel nehmen, weil er hat ein lausiges BDF. Und hier bin ich jetzt auf Rapira gegangen, konnte kein Earth Power tanken, ja. Aber ich habe mir gedacht, mit den letzten 20 hier habe, könnte ich das Spiel gewinnen. Ich habe aber einige gechoked, wie ihr gleich sehen werdet. Auf jeden Fall hier ein Sucker Punch, der eigentlich kaum was macht. Ich gehe auf Knockoff, weil ich dachte mir, ja, wer weiß, vielleicht switcht er. Aber es ist jetzt nicht viel passiert. Und ja, hier er Scarf, das dachte ich mir auch schon. Jedoch hätte ich hier auf Mega Man gehen sollen. Und zwar, wie ihr gleich sehen werdet, hat er Healing Wish. Wäre auf Mega Man gegangen, hätte ich Iron Head getankt, hätte ich einfach Pressure aufbauen können durch Flamethrower. Er hätte switchen müssen, hätte er mein Monster gesackt und hätte ein Healing Wish auf Throw gemacht. Hätte ich wahrscheinlich Rebuy eine höhere Chance gehabt, ihn zu killen. So, das nur so am Rande. Also, habe ich an sich wieder gechoked. Vielleicht hätte Rebuy Throw nicht besiegen können. Ich weiß es nicht ganz, wie viel jetzt Icicle Crash macht. Ich hätte den Crit haben können, die Parade am Ende, man sieht es noch gleich, aber ja, auf jeden Fall hätte ich das anders spielen können. So, hier sackt er das einfach. Und so, Flamethrower Mist natürlich. Geht jetzt in Hierarchie. Und macht Healing Wish. Ja. Dieser Healing Wish geht natürlich auf Throw, auf wen sonst. Und der T-Boot parat, aber ist auch egal, weil er durchkommt mit seinem EQ mich natürlich tötet. Ja, und damit war es auf dem 4. Spieltag. Und GG an dich auf jeden Fall. War ziemlich starker Kampf. Mit Missfits von meiner Seite am Ende, aber ja. Das war's auf jeden Fall.
Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Spieltag wieder dabei und ciao.